Blickt man in die Augen verschiedener Tiere, so sieht man einige außergewöhnlich geformte Pupillen. Aber warum? Es zeigt sich, dass die Pupillenform ein starker Hinweis darauf ist, welche Rolle ein Tier in seinem Ökosystem einnimmt. Pupillen markieren die Lücke in der Iris, dem pigmentierten Muskelstrang im Auge. Sie sind die Eintrittslöcher, durch die Licht in das Auge gelangt, wo es dann auf die Netzhaut trifft, die lichtempfindliche Zellen aktiviert und den Prozess des Sehens in Gang setzt. Pupillen sind schwarz, weil das meiste Licht, das eindringt, absorbiert wird. Ihre Größe ändert sich je nach Helligkeit, wie auch durch bestimmte Arzneimittel oder emotionale und mentale Zustände. Aber ihre Grundform variiert stark zwischen den Arten. Hauskatzen zum Beispiel sind Dämmerungsjäger mit vertikal verlängerten Pupillen. In der Dunkelheit erweitern sich diese Strukturen stark und nehmen das vorhandene Licht auf. Wenn es hell ist, werden sie zu Schlitzen. Katzenpupillen sind so flexibel, dass ihre maximale Fläche 135 mal größer ist als ihre Minimalfläche, wohingegen unsere Pupillen sich nur um ein 15-faches vergrößern und verkleinern können. Und aufgrund der Art und Weise, wie die Spaltpupille Licht aufnimmt, entstehen scharfe, vertikale Konturen. Wenn das Gehirn der Katze die Bilder von jedem Auge verarbeitet, helfen die kleinen, aber deutlichen Unterschiede zwischen ihnen der Katze, die genaue Entfernung des Ziels einzuschätzen. Tatsächlich haben auch viele andere Lauerjäger vertikal verlängerte Pupillen, aber hauptsächlich jene, deren Augen sich näher am Boden befinden. Dies liegt wohl daran, dass diese Pupillen besonders nützlich sind, um Objekte auf relativ kurze Entfernung wahrzunehmen, die diese Tiere in der Regel jagen. Die Welt sieht ganz anders aus hinter den horizontal verlängerten Pupillen vieler Weide- und Herdentiere, wie beispielsweise Ziegen. Diese Pupillen, die sich auf beiden Seiten des Kopfes befinden, lassen horizontale Lichtbänder herein, die der Ziege einen Blickwinkel von fast 360 Grad ermöglichen und ihr scharfe, horizontale Bilder liefern. Das hilft den Ziegen, jede Veränderung bis zum Horizont wahrzunehmen, was sie vor potenziellen Raubtieren warnt, während sie gleichzeitig in der Lage sind, vorwärts zu sehen und Hindernisse zu erkennen, wenn sie fliehen. Tatsächlich richten Ziegen ihre Pupillen immer auf den Horizont aus und drehen die Augäpfel in ihren Höhlen, während sie ihren Kopf auf und ab bewegen. Nachtaktive Geckos hingegen haben Pupillen, die sich bei stärkerem Licht zu mit Nadellöchern besetzten Schlitzen zusammenziehen. Jedes Nadelloch projiziert ein separates, scharfes Bild auf die Netzhaut des Geckos. Wissenschaftler glauben, der Vergleich der verschiedenen Eingangssignale hilft dem Gecko, Entfernungen einzuschätzen, ohne sich bewegen zu müssen. Und auch wenn dies täuschen mag. Gottesanbeterinnen sowie andere Insekten und Krustentiere haben Pseudopupillen. Das sind keine Sehvorrichtungen, sondern optische Täuschungen, die der Betrachter wahrnimmt. Gottesanbeterinnen haben Facettenaugen mit tausenden lichtempfindlichen Einheiten. Wenn einige auf einen gerichtet sind, erscheinen sie schwarz, weil sie die meisten Wellenlängen des einfallenden Lichts absorbieren. Aber es gibt keine tatsächliche Öffnung. Warum haben Menschen also runde Pupillen? Verlängerte Pupillen fördern die Schärfe mancher Dimensionen des Tiersehvermögens. Wissenschaftler vermuten, dass das bei Tieren wie uns mit runden Pupillen eine niedrigere Priorität hat. Anstatt einige Elemente einer Szene in extremer Schärfe zu sehen, sehen wir ein größeres Bild in relativen Details, was uns eine allgemeinere Beobachtungsfähigkeit verleiht. Das kann besonders hilfreich sein bei der Nahrungssuche, bei Jägern, die ihre Beute beobachten und jagen, und bei sozialen Tieren, die andere Gesichter erkennen. Bei der Betrachtung verschiedener Pupillen lassen sich Muster erkennen. Und doch gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel sind Pallaskatzen und Mungos beide kleine Lauerjäger. Aber Pallaskatzen haben runde Pupillen und Mungos ziegenähnliche. Und wir haben nur wenige Pupillenformen untersucht. Andere Tiere haben halbmond- oder herzförmige Pupillen. Und der Tintenfisch hat vielleicht die bizarrsten. Seine Pupillen sind im Dunkeln kreisförmig, im Licht aber W-förmig. Was ist hier also los? Nun, wüssten wir das nicht alle gerne? TED-Ed arbeitet daran, möglichst vielen Menschen kostenlose und qualitativ hochwertige Bildungsinhalte in so vielen Sprachen wie möglich zugänglich zu machen. Unterstütz unsere gemeinnützige Mission, indem du für unser Patreon spendest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.